Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen leckeren Nudelauflauf mit cremiger Soße, grünen Bohnen und Tomaten. Dafür als erstes einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser aufsetzen, das Wasser zum Kochen bringen und die Nudeln, hier insgesamt 250 Gramm Macaroni, für etwa 8 bis 9 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Gelegentlich mal umrühren und währenddessen kümmern wir uns um das Gemüse, ca. 250 Gramm grüne Bohnen waschen, die Enden abschneiden und halbieren. Außerdem habe ich hier noch 250 Gramm kleine Tomaten, je nach Größe halbieren oder vierteln. Und wenn das erledigt ist, einen kleinen Topf für die Soße aufsetzen, einen Esslöffel Butter hineingeben, die Butter bei mittlerer Hitze zum Schmelzen bringen und sobald die Butter komplett geschmolzen ist und anfängt zu schäumen, einen Esslöffel Mehl dazugeben, Mehl und Butter mit einem Schneebesen verrühren, kurz unter Rühren aufkochen bzw. aufschäumen lassen und dann 500 ml kalte Milch dazu gießen, mit einem Schneebesen verrühren und danach geben wir die Gewürze dazu, einen Teelöffel Knoblauchpulver, einen Teelöffel Zwiebelpulver und einen Teelöffel Bohnenkraut. Die Gewürze ebenfalls kurz unterrühren. Nebenbei die vorbereiteten Bohnen für die letzten 2 Minuten zu den Nudeln in den Topf geben und anschließend Nudeln und Bohnen über einem Sieb abgießen, kurz abtropfen lassen und dann in eine passende Auflaufform geben. Danach fehlt nur noch die Soße, unterrühren bei mittlerer Hitze, zum Kochen bringen, mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und dann ist auch die Soße fertig. Jetzt die halbierten Tomaten zur Pasta in die Auflaufform geben, alles einmal kurz miteinander vermengen, die vorbereitete Soße drüber gießen und zum Schluss noch etwas geriebenen Käse auf dem Nudelauflauf verteilen. Ich habe hier geriebenen Mozzarella verwendet. So geht der Auflauf in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für etwa 20 Minuten, bis der Käse eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Nudelauflauf anschließend aus dem Ofen holen. So sieht er dann aus. Den Nudelauflauf mit grünen Bohnen und Tomaten danach auf Tellern verteilen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.